Die Burg Treuchtlingen, auch Obere Weste genannt, ist die Ruine einer Spornburg über der Stadt Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken in Bayern. Die ausgedehnte Wehranlage wurde ab 1975 durch die Fördergemeinschaft Burg Treuchtlingen e.V. saniert und teilweise rekonstruiert. Die Burg befindet sich westlich von Treuchtlingen am Beginn des Naturparks Altmühltal zwischen Nürnberg und Donauwörth auf einem nach Südosten gerichteten Bergsporn. 1926 entstand das erhaltene Kriegerdenkmal auf der unteren Terrasse. Der Architekt Ludwig Ruff entwarf das Monument aus heimischem Bruchsteinmauerwerk in der Art eines offenen Rundtempels. (1095) übereignete eine Gerhilde Trutilingon ihre leibeigene Magd an das Kloster Solnhofen und 1125 wird eine Hedewitsch de Trudlingen urkundlich erwähnt. Der alte Ortsadel bewohnte offenbar ein festes Steinhaus an der Altmühl, dessen Reste sich im Bereich des Stadtschlosses nachweisen lassen. Ab 1229 erscheinen Herren mit dem Beinamen von Treuchtlingen als staufische Ministeriale. Ob hier ein genealogischer Zusammenhang mit den beiden früheren Namensträgerinnen besteht, ist unklar. Die Burg auf dem Hügel über dem Ort dürfte bereits um 1100, also noch in vorstaufischer Zeit entstanden sein. Der ursprüngliche Ansitz im Ort wurde in der frühen Neuzeit zum Schloss ausgebaut. Wahrscheinlich besaßen die Dorfherren den Burgplatz auf dem Schlossberg ursprünglich als Lehen der benachbarten Marschälle von Pappenheim. 1340 erwarben Ulrich und Wierich von Treuchtlingen dieses Lehen für 560 Pfund Heller von den Pappenheimern und bewohnten die obere Burg fortan als Eigentümer. Die ältere Niedere Weste, die Talburg im Ort, erscheint erst 1346 in einer Urkunde, als Fricke von Berolzheim ihren Anteil an Ulrich V. von Treuchtlingen weitergab.
Der Adelssitz geht wahrscheinlich auf einen karolingischen Herrenhof zurück. Auf dem Schlossberg entstand zunächst die Hauptburg mit dem repräsentativen Wohnturm und Wirtschaftsbauten im Bereich der westlichen Vorburg. Im 14. Jahrhundert wurde die heute teilweise rekonstruierte Ringmauer errichtet. Die letzten größeren Umbauten erfolgten im 15. Jahrhundert vor dem Verkauf der Burg an die Marschälle von Pappenheim. Die Herren Ulrich V. und Wierich II. Begründeten im 14. Jahrhundert die beiden getrennten Linien der Ulriche und Wieriche. Die Ulriche saßen danach auf der Burg im Tal, die Wieriche bewohnten die Höhenburg. Bereits 1354 verkaufte Ulrich VI. Seine Treuchtlinger Besitzungen an seinen Vetter Wierich III. Die Wieriche waren seitdem bis zum Erlöschen des Geschlechtes alleinige Ortsherren. Um 1400 wurde Treuchtlingen zum Markt erhoben. Bereits 1365 bestätigte Kaiser Karl IV. Wierich II. Das Recht, sein Dorf zum Markt auszubauen. Die tatsächliche Umsetzung dieser Genehmigung erfolgte jedoch erst unter seinen Nachfolgern Wierich III. Oder Wierich IV. Als Wierich IV. Im Jahr 1422 ohne männlichen Nachfolger starb, fiel der Markt an die Herren von Seckendorf und die Schenken von Geiern. 1453 erwarb Barbara von Pappenheim die Höhenburg von Hans von Stauff und Wilhelm I. Schenk von Geiern. Die Wasserburg war schon 1447 an Heinrich Marschall von Pappenheim veräußert worden. Die obere Burg wurde nun entbehrlich und begann zu verfallen. Die Talburg wurde weiter genutzt und 1575 zum Renaissanceschloss umgestaltet. In den folgenden Jahrhunderten entnahm man der verfallenen Burg Steinmaterial, um es für Neubauten innerhalb des Marktes und des Kastenhauses am Burgberg zu verwenden. Auf einer Abbildung aus dem Jahr 1572 fehlen bereits die Dächer der Burganlage. In der Zeit der Napoleonischen Kriege zerstörten französische Soldaten sinnlos einige Mauerzüge. 1879 beklagte der Post- und Bahnhofsvorstand Pernwert von Bernstein den heruntergekommenen Zustand der Ruine in einer Festschrift. Er berichtet jedoch auch von den ersten Aktivitäten des örtlichen Verschönerungsvereines, der den Burgweg wiederherstellte.
Bei den Bombardierungen des Bahnhofs und Stadtgebietes im Februar und April 1945, die etwa 600 Menschen das Leben kosteten, trafen auch einige der insgesamt ungefähr 1200 Spreng- und Brandbomben den südlichen Burgbereich. Der Wohnturm verlor einen Teil der bis dahin in Resten erhaltenen Mauerschale mit einigen zweitversetzten hochmittelalterlichen Buckelquadern. Auch die Ringmauer wurde damals stark beschädigt, aber heute thront wieder eine stattliche Burgruine über Treuchtlingen. Seit der archäologischen und burgenkundlichen Begleitung der Maßnahmen des 1974 gegründeten Fördervereines bemühte man sich um Verwendung des originalen Baumaterials und der traditionellen mittelalterlichen Bautechniken. Die begleitenden archäologischen Grabungen konnten einiges zur Erhellung der komplizierten Baugeschichte beitragen. Es wurden einige mittelalterliche Brandschichten festgestellt. Die Burg wurde entweder gewaltsam zerstört oder ist um 1300 und nochmals gegen 1400 Schadfeuern zum Opfer gefallen. Einige der zahlreichen Bodenfunde sind seit 1996 im Städtischen Heimatmuseum ausgestellt. Von besonderer Bedeutung ist der Fund eines weitgehend erhaltenen Topfhelmes um 1300 im südlichen Zwingerbereich. Insgesamt haben sich in Europa nur etwa 15 originale Vertreter dieses klassischen hochmittelalterlichen Helmtyps erhalten. 2008 genehmigte der Gemeinderat die Erhöhung des Wohnturmes um etwa 9 Meter. Am 22. Mai 2011 wurde die Erhöhung fertiggestellt. Das Burggelände ist frei zugänglich. Der Schlüssel für den im Sommer 2011 fertiggestellten Burgturm kann nach Absprache bei der Gemeindeverwaltung ausgeliehen werden. Im Sommer finden auf der Burg seit 2007 Theatervorstellungen statt, organisiert von der Luna-Bühne Weißenburg, Burgserenaden und ein Burgfest, das von ca. 70 ehrenamtlichen Helfern des Burgvereins getragen wird und seit 1976 auf dem Burggelände veranstaltet wird. Im Dreijahresturnus findet ein historisches Burgfest statt, das 2 Tage dauert, während das normale Burgfest eintägig ist. Darüber hinaus ist die Burg seit den 2010er Jahren als Ort für standesamtliche Trauungen durch die Stadt Treuchtlingen zugelassen. Dabei kann sich das Brautpaar bei gutem Wetter auch auf der oberen Plattform des jüngst aufgestockten Burgfrieds trauen lassen.